Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Eine der meistbesuchten Seiten auf unserer Website St. Messio ist unser A-bis-Z-Guide zum Hauskauf in England für deutschsprachige Käufer, der steuerliche und rechtliche Aspekte des Kaufs einer Immobilie in England durch Mandanten aus Deutschland, Österreich, Schweiz behandelt. Link in der Beschreibung. An dieser Stelle wollen wir gleich mal einschieben, dass wir keine Anlageberater sind und keine Aussage dazu machen können, ob ein bestimmtes Investment, zum Beispiel eine britische Immobilie, sinnvoll ist oder nicht. Wir beraten ja Mandanten zu den steuerlichen Fragen eines Immobilieninvestments in UK und das war's. Sebastian, zum Hauskauf. Was macht den Hauskauf in England für Mandanten aus der Dachregion so interessant? Gut, also wir haben ja momentan sicherlich eine Situation, wo sich viele deutschsprachige Mandanten natürlich außerhalb des Euro und außerhalb der EU diversifizieren möchten. Das ist ja ganz klar, macht das Ganze natürlich nochmal zusätzlich attraktiv. Und dann ist natürlich, wenn man jetzt die langfristigen Trends anschaut, der Immobilienmarkt natürlich sehr interessant. In UK ist sehr stark im Preis, sind die Preise gestiegen in den letzten 50 Jahren. Und es gibt natürlich zu wenig Wohnraum. UK ist ein sehr interessanter Markt, sowohl jetzt hier für Mietobjekte als auch vielleicht selbst drin zu wohnen und dann später vom Veräußerungserlös zu profitieren. Jetzt ist ja so, viele Mandanten wollen gerade aus Deutschland weg und auch wenigstens Teile des Vermögens in Sicherheit bringen. Stichwort Euro-Krise. Und da gibt es ja auch dann noch die Sorge vom sogenannten Lastenausgleich, also einer de facto Zwangshypothek, möge sie kommen oder auch nicht, aber die Angst ist einfach da. Also doch selbst wenn es dann nicht dazu kommt, droht ja immer noch eine Vermögenssteuer. Und mich interessiert oder uns interessiert, wie stehen denn die Briten zu diesen Themen? Genau wie die Deutschen oder gibt es da Unterschiede? Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Ich habe natürlich jetzt keine Glaskugel und es ist natürlich in letzter Zeit, in den letzten Jahren sehr unerwartete Dinge passiert. Ja, also deswegen, das muss ich alles ein bisschen natürlich hier jetzt, sage ich jetzt mal, qualifizieren. Aber für die Briten klingt das Ganze völlig absurd, so diese Idee wie Lastenausgleich oder sowas. Ja, also und auch die Kultur ist natürlich im jetzt UK ganz anders als jetzt in Deutschland. Auch diese freiheitliche Orientierung und das freiheitliche Verständnis ist ein ganz anderes. Da muss ich nur mal überlegen, dass es in Deutschland noch bis Ende des 18. Jahrhunderts Feudalherrschaft gab, wo ja doch die meisten Deutschen tatsächlich Leibeigene waren. Viele sind ja auch dann in die USA ausgewandert, ohne die Erlaubnis ihrer Herren zu haben, sind also letztlich geflohen. Ja, also in vieler Hinsicht waren die Deutschen bis Ende des 18. Jahrhunderts mehr oder weniger Sklaven. Demokratie in Deutschland gibt es erst wirklich seit 1945, kam mal die Weimarer Republik mal aus. Jetzt in England ist das ganz anders. Das Feudalsystem wurde nach England gebracht durch Heinrich den Eroberer 1066, aber bereits in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts begann es jetzt zu verschwinden. Ja, also man kann sagen 500 Jahre bevor es in Deutschland verschwunden ist. Ja, 1215 gab es in England die Magna Carta, ein Dokument, das schon damals die Macht des englischen Königs und des Adels einschränkt. Ganz revolutionär letztlich auch die Vorstufe der amerikanischen Bill of Rights, ja, muss man ganz klar sagen. Das britische Parlament gibt es seit dem Mittelalter, das ist das älteste Parlament, sage ich mal, der Welt, wenn man jetzt mal Parlamente der Antike mal separat betrachtet. Natürlich gab es Athen und Griechenland, Rom und so weiter und so fort, klar. Also die Vorstellung, dass die britische Regierung hier die Bürger mit einer Zwangshypothek belegen würde, ist völlig abwegig. Meiner Meinung nach. Ja, das gab es noch nie und wird es auch nie geben. Ja, es gab hier nicht mal eine Vermögensteuer. Zwar hatten die Linken hier 1974 mit großem Brimborium im Wahlkampf dann eine Vermögensteuer angekündigt, aber haben letztlich den Plan ganz schnell verworfen, weil sie eigentlich realisiert haben, dass sie damit nur die Falschen treffen würden. Kannst du das, aber gerade das zuletzt jetzt Gesagte, noch mehr erläutern oder noch mehr ins Detail gehen? Man darf nicht vergessen, dass der britische Staat den Privatimmobilienbesitz in der Vergangenheit massiv gefördert hat. Ja. Man muss zum Beispiel an die sogenannte Right-to-Buy-Programm denken, das von Maggie Thatcher eingeführt wurde 1980. Ja.
und was gerade Familien mit geringem Einkommen das Recht gibt, die von ihnen bewohnte Sozialwohnung für bis zu 50% unter Wert und mit großzügigen Staatsgarantien zu erwerben. Es gibt dieses Programm noch immer. Und zwischen 1980 und 2021 konnten so 1,8 Millionen britische Familien mit geringem Einkommen zu Immobilienbesitzern werden. Das ist echter Vermögensaufbau. Damit werden wirklich Familien und eigentlich sozial und finanziell schwächer gestellt, wirklich aus der Armut gehoben. Und zwar komplett ohne irgendwelche linken Ambitionen mit Umverteilung und so weiter und so fort. Ja. Millionen Briten haben so den Aufstieg geschafft und sitzen heute auf einem beträchtlichen Immobilienvermögen im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich dem steht jetzt die Idee einer Vermögenssteuer diametral entgegen. Man muss sich nur vorstellen, dass es gerade viele geringer Verdienende gab, ja, die in den letzten Jahren vielfach mehr am Wertzuwachs ihres Hauses verdient haben als in ihrem Job. Ja. Also ganz erstaunlich. Ja. In den letzten 25 Jahren allein sind in vielen Gegenden Englands die Hauspreise mehr als 500% gestiegen. In Brighton sogar um 664%, in Hackney um 830%. Also eine Wohnung, die dort 1995 nur 100.000 Pfund kostet jetzt 830.000 Pfund, muss ich mir vorstellen. Wenn also eine Mittelklassefamilie vor 25 Jahren ein Haus und eine Wohnung gekauft hat und diese immer noch bewohnt, würde diese Familie jetzt durch eine Vermögenssteuer möglicherweise massiv bestraft werden. Ja, denn das sind ja Leute, die haben komplett ihre Hypothek, ihre Mortgage abbezahlt, haben jetzt hohe Nettovermögen. Das ist natürlich genauso diese Dynamik, diese Wertsteigerung, ja, die jetzt ja hier den britischen Immobilienmarkt auch für ausländische Investoren schon immer interessant gemacht hat. Jetzt, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und nachgoogelt, dann stößt man auf die Aussage der Bank of England, die zum Beispiel sagt, schon 2023, also nächstes Jahr, könnte sich das aber wieder drastisch ändern. Und die Blase wird platzen, könnte platzen. Was sagst du dazu? Ja, also natürlich gab es auch in England immer periodisches Auf und Ab bei den Preisen. Ja. Also ich kann mich selbst erinnern, ich bin ja 2003 nach England gezogen, dann 2008 in die USA. Ich hatte 2005 ein Haus gekauft und da kam natürlich dann voll der Crash, als ich dann in die USA gegangen bin. Ja. Ich habe dann mein Haus verkauft und tatsächlich habe das dann mit geringem Verlust verkauft. Ja. Also so viel Pech und so gut bin ich im Immobilien investieren, ja, muss man mal sagen. Ja. Wenn ich mir heute anschaue, was Häuser wert sind, ja, in der Gegend, wo ich sie hatte, in der Straße, wo ich hatte, in der Nachbarschaft, ja, sind sie heute das Doppelte wert, ja, von dem, was sie 2005 wert waren. Ich kenne jetzt niemanden, der langfristig Verluste mit Immobilien in UK gemacht hat. Also nochmal, in meinem Beispiel, ich hatte 2005 gekauft, 2008 verkauft und natürlich auf dem Höhepunkt der Finanzkrise verkauft und habe dort einen leichten Verlust gemacht. Klar, also man kann schon einen Verlust machen, wenn man nicht lang genug drauf sitzen bleibt. Wäre ich bis heute drauf sitzen geblieben, hätte ich jetzt einen gigantischen Gewinn gemacht. Ja. Also das muss man natürlich immer sagen. Aber tatsächlich geht die Bank of England davon aus, dass die Preise in 2023 um 30% fallen werden, Schulz der Rezession, steigende Zinsen und so weiter und so fort. Hier kann es dir jetzt also tolle Möglichkeiten geben, für ausländische Investoren ein Schnäppchen zu machen. Wie gesagt, in den meisten Gegenden England sind die Preise sowieso in den letzten 25 Jahren um mehrere 100% gestiegen. Wenn es jetzt um 30% fällt, kann man sagen, schadet nicht, weil wie gesagt, es ist natürlich auch ein Problem. Also ein Riesenproblem hat natürlich die steigenden Preise, dass natürlich es immer schwieriger wird, gerade für junge Menschen dort einzusteigen. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, dass vielfach ein Preisverfall bis zu einem gewissen Grad willkommen wäre. Sprechen wir jetzt eigentlich nur über England? Wie sieht es in Schottland, Wales, Nordirland aus? Ja, ist schon richtig. Also der Guide und auch jetzt, wir reden jetzt konkret über England und nicht eben über die anderen Landesteile des Vereinigten Königreichs. Das ist deswegen so, dass das ja im Grunde genommen 4 Länder sind, ja. Und tatsächlich unterscheiden sich die rechtlichen Regelungen, die Abläufe, auch die Begriffe und so. Da muss man tatsächlich separat drüber sprechen und auch separate Guides machen, ja. Denn der Immobilienkauf ist tatsächlich anders in den verschiedenen Landesteilen. Also wir reden jetzt hier spezifisch nur über England. Okay. Jetzt ist ja so, wenn wir über andere Länder sprechen, das ist auch, wir machen ja regelmäßig Podcasts auch über Wohnsitz, Name, Unternehmensgründung in anderen Ländern und oftmals kommt dann immer die Frage, wie einfach oder schwer, möglich oder unmöglich ist es als Ausländer in diesem Land überhaupt eine Immobilie zu kaufen. Deswegen auch meine Frage jetzt hier generell zu England. Kann ich als Ausländer in England
ohne Probleme ein Haus kaufen, also Immobilienbesitzer werden, oder gibt es Einschränkungen? Nein, es ist tatsächlich extrem einfach für Ausländer. Ja. Es gibt keine Einschränkungen, Grund und Boden zu erwerben. Es gibt keine Benachteiligung gegenüber Inländern. Also es ist sehr einfach, dies zu tun. Es ist ein sehr offener, marktwirtschaftlich orientierter Markt. Jetzt wird ja in Deutschland zumindest, werden ja die meisten Immobilien auch mit Finanzierung noch gekauft. Zumindest teilweise, wenn ich als Ausländer eine Immobilie kaufen will in England, kann ich damit rechnen, eine Finanzierung zu bekommen? Denk mal eher nicht, oder? Also es ist natürlich auch in England so, dass die meisten Immobilien per Finanzierung gekauft werden. Auch viele unserer Mandanten kaufen per Finanzierung, aber ich muss sagen, dass viele Mandanten dann die Finanzierung von der Deutschen Bank oder von ihrer Bank, also von ihrer Bank in Deutschland bekommen. Natürlich ist auch in UK die Immobilienfinanzierung hauptsächlich ausgerichtet auf Inländer. Das heißt, die meisten Angebote kann man nicht in Anspruch nehmen, wenn man nicht in England wohnt. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wie gesagt, England ist beliebt als ein Ort, wo man ein Ferienhaus kauft. Da gibt es natürlich Anbieter, die das dann hier entsprechend finanzieren. Ich würde mal aber sagen, dass 30-40% Anzahlungen unbedingt notwendig sind und das Zinsniveau entsprechend noch höher ist. Eine andere Frage, die immer wieder sich stellt, ist ja die Nebenkosten zum Immobilienerwerb. Also wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe in England, mit welchen Nebenkosten muss ich denn rechnen? Ein Ding in England ist, was ich ziemlich seltsam fand, ist, es sind beide Seiten verpflichtet, ihren eigenen Anwalt zu mandatieren, ja, der den Kauf begleitet, der alles prüft. Der ist dann auch derjenige, der letztlich das Geld bekommt. Also der bekommt das Geld, der leitet es dann weiter und so. Alles ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Ja. Und natürlich eine riesen Money-Making-Opportunity für Rechtsanwälte. Die verdienen sich ja dumm und lustig daran. Ja. Also man kann sagen, dass jeder, egal wie klein eigentlich hier die Immobilie ist, schon ein paar Tausend bezahlen muss. Im Schnitt sind es 3.000 Pfund Anwaltskosten. Ja. Maklergebühren zahlt komplett der Verkäufer. Was der Käufer noch bezahlen muss, ist die sogenannte Grunderwerbsteuer, die sogenannte Stamp Duty. Die beträgt 0-12%. Die muss auch beim Kauf direkt bezahlt werden. Also die zahlt man an den Anwalt und der Anwalt zahlt es dann weiter. 0-12% in Abhängigkeit vom Wert der Immobilie. Also denke ich, haben wir das Kostenthema jetzt mal gut für unsere Zuschauer und Zuhörer abgebildet. Die nächste Frage ist ja immer, wie lange dauert das, bis ich dann eingetragener Eigentümer der Immobilie bin? Kann man das vergleichen mit Deutschland? Ist es schneller? Geht es langsamer? Also ich habe es ja schon mehrfach jetzt hier auch gemacht. Wir haben es auch schon mal Mandanten begleitet und auch schon eigene Immobilien gekauft und so. Also es hängt alles davon ab, muss man sagen. Ja. Es ist ja, wie gesagt, Aufgabe des Anwalts, hier alles zu prüfen. Baugenehmigung, Grundbuch, bisherige Einträge, Baugutachten. Also beim letzten Haus, was wir gekauft haben zum Beispiel, da hat der vorherige Besitzer so ein Lader für einen Tesla bei der Garage draußen anfertigen lassen, also hinbauen lassen und hat das durch jemanden machen lassen, der jetzt hier kein qualifizierter Elektriker war. Das heißt, es gab keine Gewährleistung für diese Arbeiten. Und dann ging es um Strom und dann muss man wissen, ob es sicher war und Tod und Teufel. Da muss natürlich dann alles Mögliche dann noch geklärt werden. Ja, also solche Sachen können das Ganze natürlich aufhalten. Und da gibt es natürlich gerade viele alte Gebäude, auch in Großbritannien aus viktorianischer Zeit, da ist dann auch nochmal einiges zu klären. Ja, also das sind immer die Dinge, die das Ganze verzögern. Aber wenn das alles reibungslos läuft, dann würde ich sagen, man kann 2 bis 4 Wochen rechnen, vom Anfang bis zum Ende, bis das alles abgeschlossen ist. Jetzt fragen viele unserer Zuschauer, Zuhörer natürlich immer wieder in Verbindung mit Immobilienkauf, ob sie durch einen Immobilienkauf in einem bestimmten Land auch ein Bleiberecht, irgendeinen Aufenthaltsrechtsstatus bekommen. Wie ist denn das in England? Gibt es leider nicht. Ja. Also es hat keinerlei Auswirkung auf irgendein Visum. Man kann mit dem Besuchervisum für 6 Monate bleiben, was ich sehr großzügig finde. Also gerade wenn sich jetzt jemand überlegt, er möchte irgendwie so ein zweites Standbein im UK haben, möchte gerne Zeit verbringen, aber da hatte ich wirklich jetzt voll leben. Was jetzt nicht ein halbes Jahr London im Jahr und das andere halbe Jahr in Spanien, in den USA und so. Und dafür sind diese 6 Monate visumsfreie Anwesenheit komplett möglich. Aber alles, was längerfristig ist äußerst kompliziert. Und dann geht es muss man unternehmerisch tätig sein und so. Also ja, es ist kompliziert. Wenn jetzt jemand die Immobilie kauft, vielleicht als Kapitalanlage oder einfach zur Vermögenssicherung und will seine Immobilie vermieten, da wäre dann natürlich auch die Frage, wie ist das? Also was muss man da wissen einfach? Wie läuft das ab, wenn ich jetzt eine Immobilie, die ich gekauft habe, weiter vermieten möchte?
Also ich persönlich, und das ist natürlich was für alle Mieter letztlich in England auch schlimm ist, die Mietverträge sind immer nur befristet und oftmals eben nur für ein Jahr oder so, für ein Jahr. Ja, was dann konkret bedeutet, dass viele die Mieten letztlich jedes Jahr umziehen müssen. Ja, also ich meine, so diese Sache wie jetzt zum Beispiel meine Mutter in Deutschland, die wohnt jetzt in der gleichen Wohnung, die sie mietet, seit 20 Jahren. Ja, das gibt's nicht in England. Also das heißt, hier wird alles befristet. Normalerweise ein Jahr, man kann manchmal auch 2 bis 3 Jahre verhandeln mit dem Vermieter, ja, aber das ist alles und danach wird dann neu verhandelt oder den wir dann verkaufen und raus. Wichtig ist auch, dass man tatsächlich an diese Zeit gebunden ist. Ja. Man kann nicht also sagen, ich miete die Bude für 3 Jahre und nach einem halben Jahr will ich rausgehen und reicht einfach die Kündigungsfrist ein. Das funktioniert nicht. Ich bin dann an den Vertragszeitraum vertraglich und auch finanziell gebunden. So, oftmals gibt es dann Vereinbarungen, dass ich natürlich einen Ersatzmieter suchen kann. Ja, das heißt, ich bin dann dafür verantwortlich, auch finanziell, dass ein Ersatzmieter gefunden wird, der dem Vermieter gefällt. Ja, finde ich den nicht, muss ich weiter bezahlen. Aus Sicht des Vermieters ist wichtig, dass das in der Regel komplett gemacht wird durch Makler vor Ort. Ja, es gibt also viele Makler in England, die nur solche Makler sind, die Mietobjekte verwalten. Ja, ganz beliebt natürlich auch Airbnb. Da gibt es dann Agenturen, die sich komplett um alles kümmern, dass die Leute ankommen, abreisen, Reinigung, Instandhaltung und so weiter und so fort. Ja. In der Regel würde man sagen, das wird komplett gemacht durch einen Makler vor Ort. Und da muss man natürlich aufpassen als Vermieter, dass sich die ganze Marge hier irgendwie verbrannt wird, weil der Makler jetzt hier 300 € dafür berechnet, dass er einmal dahin geht und die Waschmaschine ersetzen lässt. Ja. Einfach als Gebühr, nicht die Waschmaschine kommt noch dazu. Ja. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Interessantes Stichwort. Die Marge beim Vermieten nicht verbrennen lassen, weil die kann man sich ja auch verbrennen lassen, wenn man zum Beispiel Steuern auf Mieteinkünfte bezahlen muss. Und ich erinnere mich, dass das auch mal durch die Presse ging. Du hast gerade Airbnb erwähnt und Airbnb und Steuern auf Vermietung von Wohnungen. Das war schon mal ein Thema in England. Aus zum Thema Steuern bei Vermietung einer Wohnung. Genau, also jetzt konkret das Thema Airbnb, du hast völlig recht. Da war es natürlich so, dass viele hier ihr Haus in UK trickreich haben, hier vermietet durch Airbnb und das dann im Staat nicht gemeldet haben, auf der Steuererklärung nicht angegeben haben. Airbnb wurde dann verpflichtet, hier letztlich alle Unterlagen offenzulegen, alle Vermieter offenzulegen und für manche kam natürlich ein böses Erwachen. Generell ist es so, dass jeder, der hier in England vermietet und im Ausland wohnt, beschränkt steuerpflichtig ist, wie überall auf der Welt. Kosten für den Unterhalt lassen sich natürlich geltend machen, steuerlich. Allerdings ganz wichtig zu beachten, Finanzierungskosten lassen sich nicht geltend machen. Das ist relativ vermieterunfreundlich und wurde deswegen eingeführt, um eben hier ein bisschen so diese Blase zu entschärfen und letztlich hier ein bisschen Hitze aus dem Markt rauszunehmen. Ja. Also das heißt, Finanzierungskosten sind nicht steuerlich absetzbar. Der Rohertrag wird dann mit 20 bis 14% versteuert. Auch Abschreibungen, hier irgendwie den Kaufpreis abzuschreiben, was ja in Deutschland möglich ist, gibt es in England nicht. Nachdem die englischen Steuern bezahlt werden, sollte es eigentlich zu Hause dann, wo auch immer das sein wird, nach Doppelsteuerungsabkommen keine weiteren Steuern geben. Und wie sieht es beim Verkauf aus, wenn ich meine Immobilie dann wieder verkaufen will? Wie sieht es dann steuerlich aus? Es wird Kapitalertragssteuer fällig, 28% auf den Erlös. Wer jetzt selbst in UK wohnt und in diesem Haus lebt für den gesamten Zeitraum, in welchem es ihm gehört, dann fallen hier, da es sich um den primären Wohnsitz handelt, auf die Verkaufserlöse keine Steuern. Jetzt hatten wir Vermietung, wir hatten Verkauf. Wie sieht es denn beim, wie nennt man das, Verschenkung oder Übertragung innerhalb der Familie meiner Immobilie aus? Also eine Schenkungssteuer gibt es in England nicht. Der Ehepartner würde sowieso keine Steuern bezahlen, das ist ja auch steuerneutral. Kinder würden Kapitalertragssteuer auf den aktuellen Wert des Hauses minus den Anschaffungswert der Eltern, den die Eltern bezahlt haben, bezahlen. Wird also das Haus sofort nach der Anschaffung verschenkt, würde logischerweise keine Steuer fällig werden. Wichtig also hier, dass eben man hier nicht von der Schenkungssteuer ausgehen darf wie in Deutschland und entsprechend auch nicht von hohen Freibeträgen, die man kennt aus Deutschland, was weiß ich, 400.000 alle, 450.000 alle 10 Jahre. Das gibt es in England nicht. Und würde es mir jetzt zum Beispiel steuerlich Vorteile bringen, wenn ich eine Immobilie, die ich erwerben möchte, über eine zum Beispiel extra dafür gegründete Company, zum Beispiel eine Limited, kaufen würde? Gibt es da Vorteile, Nachteile?
Also ist absolut möglich, ist jetzt auch immer populärer geworden, nachdem hier nämlich die Finanzierungskosten nicht mehr steuerlich absetzbar waren. Die sind natürlich in der Limited steuerlich absetzbar. Beim Verkauf wird die Körperschaftsteuer fällig, das sind 19%. Will ich die mit in der Gesellschaft lassen, sind natürlich die 19% nicht besonders viel, damit kann ich leben. Will ich ausschütten als Dividende, dann kommt die Dividendensteuer dazu, in dem entsprechenden Wohnsitzstaat, wo ich lebe. Zum Beispiel in Deutschland Abgeltungssteuer 25% plus Soli. Wer natürlich jetzt in einem steuergünstigen Ausland wohnt, wo keine Steuern auf Dividenden fällig werden, macht ein Schnäppchen. Denn es gibt ja in UK keine Quellensteuer. Das heißt also, ich zahle 19% Körperschaftssteuer auf den Veräußerungserlös, schütte dann den Rest an mich aus und habe dann entsprechend die Hälfte an Steuern gespart. Denn wir hatten ja vorhin gesagt, bei Veräußerung muss ich normalerweise 28% Kapitalertragssteuer bezahlen. Aber wie gesagt, die Gesellschaft würde nur 19% bezahlen. Was ist der Nachteil? Es ist natürlich schwieriger, eine Finanzierung zu bekommen, wenn das Ganze einer Limited gehört. Das ist ganz klar. So, außerdem gibt es eben speziell, weil das eine gewisse steuerliche Bevorteilung ist, eine Zusatzsteuer, die man bezahlen muss, wenn die Gesellschaft eine Immobilie kauft, die 500.000 Pfund oder mehr wert ist. Ja, da ist dann so eine jährliche Zusatzsteuer zu bezahlen, die nur bezahlt werden muss, letztlich, falls eine Immobilie sich im Besitz einer Gesellschaft befindet. Das fängt so bei 4.000 Pfund pro Jahr an. Also wie gesagt, bei Immobilien über 500.000 im Wert fängt bei 4.000 Pfund pro Jahr an. Ja, das war eine ganze Menge sehr interessante Fakten, Informationen zum Thema Hauskauf in England, aber anders habe ich das eigentlich auch nicht erwartet, wenn ich mit dir heute über dieses Thema spreche. Jetzt vielleicht nochmal ganz konkret Mandanten, Zuschauer, Zuhörer, die sich jetzt nach all dem, was du gesagt hast, immer noch für oder gerade deshalb für Hauskauf in England interessieren. Wie gehen Sie jetzt vor? Ich rate jedem hier vor Ort in England zu sein und sich hier umzuschauen. Man muss sehen, dass natürlich hier viel Schrott gibt. Ja? Also natürlich viktorianische Bausubstanz, sehr schön, aber dann gerade in späteren Jahren, 60er, 70er Jahre, da gibt es wirklich viel Schrott, kleine Zimmer, schlechte Bausubstanz. Ja? Ich hatte mal hier ein Reihenhaus gemietet in West London aus den 60er Jahren. War sündhaft teuer, aber war trotzdem schlecht eingerichtet. Immer noch irgendwie Teppichboden, orange Teppichboden im Klo und so, ja. Also wirklich wie in den 70er Jahren, ja. Also man muss sich das wirklich anschauen, man muss es vor Ort anschauen, man muss sich da wirklich auch qualifiziert beraten lassen von jemandem, der sich auskennt. Wir können sicherlich große Makler und seriöse Makler empfehlen, die auch speziell mit internationalem Klientel vertraut sind, ja. Aber der persönliche Eindruck vor Ort, der kann durch nichts ersetzt werden. Zu allen steuerlichen Fragen im Vorfeld und hinterher können wir natürlich gerne beraten und auch dann die laufende steuerliche Betreuung machen, Steuererklärung einreichen und so weiter und so fort für Mieteinkünfte. Da gibt es einfach eine Beratung, die bei uns auf der Webseite gebucht werden kann. Link packen wir gern in die Videobeschreibung rein. Klasse. Dann bleibt mir nur noch 2 Dinge zu sagen. Erstens, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und zweitens, vielen Dank für das Gespräch, Sebastian. Danke dir, hat mich gefreut.